Wenn ich Zeit habe, spiele ich den Kameramann. Ganz selten, bei ganz besonderen Gelegenheiten stehe ich auch vor der Kamera in meinem Kakashi-Cosplay. Es hat irgendwie damit begonnen, dass der Account unter anderem auch auf meinem Laptop entstanden ist, in meiner Wohnung. Auch die erste Folge ist in meiner Küche entstanden. Und ja, seitdem bin ich irgendwie ein Teil dieses wunderbaren Konglomerats. Eigentlich ist es für mich sehr angenehm, die Kamera zu halten, zu drehen. Es ist sehr interessant zu sehen, wie das Ganze entsteht. Allerdings ist es natürlich auch ein bisschen anstrengend manchmal, wenn man eine Szene immer und immer und immer wieder dreht. Und ich muss sagen, ich liebe den Nervenkitzel, wenn eine Szene nur einmal gedreht werden kann, weil Szenen, die öfter gedreht werden können, gehen immer schief und man rechnet immer damit, dass die einmaligen Szenen auch schief gehen, aber wunderbarerweise geht es sich so gut wie immer aus und ja, es macht mir schon sehr viel Spaß. Für die Zukunft würde ich mir außerdem wünschen, dass Threesome Time vielleicht einmal Kekse backt, da das ja das ursprüngliche Ziel war und sie das in ihrem ersten Jahr nicht geschafft haben. Vielleicht haben wir im zweiten Jahr mehr Glück. Meine Lieblingsfolge ist die erste Folge, war der Rock Lee war mit einem ganz süßen Hamster. Die Halloween-Folge, die ist genial. Ich mag die Halloween-Folge. Zweckskiste und Special Effects und Son Goku. Son Goku ist cool. Ich glaube, die Lieblingsfolge war die mit One Piece, weil ich es einfach total geil fand, wie wir dem Ferkel hinterhergelaufen sind. Meine Mutter zieht mich jedes Mal damit auf, weil ich ihr das erzählt habe. Ich kann mit ihr an keinem Ferkel mehr vorbeigehen, ich bin geschädigt für mein Leben. Mir gefallen eigentlich alle Folgen sehr gut. Da ist es schwer für mich, einen Favoriten irgendwie zu bestimmen. Aber ich würde mal sagen, die Gyudon-Folge, weil die einfach awesome war. Meine Lieblingsfolge ist die Folge Nummer 5, die Pokémon-Folge, weil ich da sehr viele Auftritte hatte. Das war die einzige, wo ich dabei war, glaube ich, als Evoli. Ah, moi j'ai tellement aimé l'épisode de Pokémon puisqu'il y avait Sacha, Gary Ike. Et il était incroyable. Et plein ces gens, et les fangirls. Alors moi j'aurais été un fangirl aussi, c'était incroyable. Et cette femme avec les cheveux roses, je crois que c'était un mec. Ah, magnifique. Es ist so cool, mit Threesome Time zu arbeiten, weil ihr seid ziemlich gute Freunde von mir und außerdem macht ihr immer voll die Shonen-Ei-Sachen, die mich ziemlich aufregen und das macht sich sehr viel Spaß. Es macht mir wirklich viel Spaß, mich darüber aufzuregen. Idioten unter sich vertragen sich gut. Die Leute sind unglaublich awesome, ich habe sie unglaublich lieb und ja, sie sind awesome eben. Threesome Time. Ah, die sind einfach so unglaublich, so nette Menschen. So, und du denkst dir so, oh mein Gott, sind das geile Cosplayer. Sehr gut organisiert, sehr witzig und ja, awesome halt. Also die bei der 5. Folge, bei der Pokémon-Folge waren wirklich chaotisch. Vor allem, weil wir all das Mittagessen und das Frühstück auslassen haben, in dem Glauben, Chili braucht eh nicht so lang. Wenn du für 15 Leute kochst, ist das was anderes und braucht es länger. Aber die Dreharbeiten zu Folge Bla, One Piece Folge, die waren echt witzig. Weil wir da wirklich viel herumgerannt sind. Wir sind in Wien herumgerannt, wir haben im Garten gedreht, wir haben in der Wohnung gedreht. Da ist dann extrem viel lustige Hoppalas passiert. Sehr amüsant. Ich glaube, es gibt mehr lustige Erfahrungen als wirklich Kochsequenzen. Aber es macht jedes Mal total viel Spaß. Und ich freue mich, wenn ich dann das 5., 6. Mal auch wieder vorbeikommen darf. Zum Beispiel, wir hatten keinen Dosenöffner. Und die Nachbarn mussten gefragt werden. Ich glaube, die halten jetzt mich als wirklicher Nachbar für einen richtigen Freak. Wir haben letzte Woche Reborn-Video gemacht. Total cool, schaut es sich an. Und es war kalt und windig auf der Donau City. Ja, ich habe mich erkältet, ich habe einen Schnupfen gehabt und habe mir gedacht, ja, egal, ist eh nur Schnupfen. Und seit gestern Abend, ich bin jetzt wieder tot. Aber wenn ich dann mit 40 Grad Fieber daheim im Bett liege. Ich weiß, wie es zubereitet wird, aber es ist total lecker. Ich habe mal einen Omrice probiert.
Es ist dabei ziemlich in die Hose gegangen zwar, aber ich habe wenigstens nicht die Küche in die Luft gejagt, was mich schon sehr glücklich gemacht hat. Was ich nachgekocht habe, war lecker. Und was ich kosten durfte, war auch lecker, also ist lecker. Also weiter so. Ich habe bisher nur eins gegessen, weil ich nur einmal bisher Gastauftritt hatte, aber das hat ziemlich gut geschmeckt. Also und ich weiß ja auch, dass die Hauptköchin ziemlich gut kochen kann, von daher gut, ja. Also ich wünsche mir mehr Gastauftritte, das ist echt cool. Und erwarten, ich mag Schnitzel, kocht's Schnitzel. Was, warum wird jetzt gelacht? Oh, ich wünsche mir Reisfleisch. So lecker. Ja, also ich würde es auch begrüßen, mehr Gastauftritte. Das finde ich ziemlich cool und ich möchte mal eine Muffin-Backfolge haben. Und Schnitzel. Na, Schnitzel nicht, das mag ich nicht. Mehr Outtakes. Spaghetti. Und Pizza. Und Pasta. Schnitzel? Dass ihr öfter eingeladen werdet und spürt ihr von nicht immer nur im Hintergrund stehe. Film, wann keiner nicht da ist und ess zum Schluss. Ich will aktiv mitspielen, Leute. Ich finde, es könnten mal mehr vegetarische Menüs dabei sein, wo kein Fleisch ist. Und was ich mir nur wünsche, ist, dass Resant mich nicht mehr am Donnerstag am Abend anruft und fragt, ob ich am Freitag Dreharbeiten machen will. Das ist ein bisschen ungünstig, wenn man nicht in Wien wohnt. Aber es lieb gemeint ist. In der One Piece Folge ist Ribbit als Sanji und Sasuke in einer Doppelrolle. Und es gibt die ominöse Szene am Schluss, wo Sasuke in die Kamera redet und Sanji isst eben Sanji. War sehr lecker. Fehle ich nachzukochen. Ich weiß keine abschließenden Worte. Stay awesome. Stay awesome. Restez chouette. Und vergesst nicht unseren Wettbewerb, den wir im Laufen haben. Für alle, die es noch nicht wissen, schnappt euch euer Cosplay, euer Lieblingsrezept und kocht eine Kochsendung im Cooking und Jutsu Style nach. Der Preis ist eine besondere Überraschung für unsere treuen und liebenden Fans. Und als kleine Überraschung könnt ihr euch aussuchen, aus welcher Serie der Gast in einer der nächsten Folgen stammen soll. Wir hätten entweder Digimon oder Reborn oder Tokyo Mew Mew.